Die Niederlande, ein kleines Land mit großer Wirkung. Wer denkt, hier gäbe es nur Tulpen, Windmühlen und Fahrräder, der hat gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Denn zwischen Nordsee und Grachten, zwischen Hightech-Städten und stillen Polderlandschaften versteckt sich ein Land voller Kontraste, Charme und Überraschungen. In diesem Video nehmen wir Sie mit zu 10 Orten, die man in den Niederlanden einmal im Leben gesehen haben sollte. Orte, die nicht laut sind, aber lange im Gedächtnis bleiben. Wir zeigen Ihnen nicht nur das klassische Holland mit seinen Postkartenmotiven, sondern auch stille Naturparadiese, moderne Architektur, mittelalterliche Städte und Orte, an denen das Leben einfach ein bisschen entspannter fließt. Die Niederlande sind flach, ja, aber alles andere als langweilig. Hier zählt nicht der Höhenunterschied, sondern die Perspektive. Und die verändert sich, wenn man durch Grachten fährt, durch Dünen wandert oder bei Sonnenuntergang aufs Watt blickt. Wenn Sie gerne reisen, träumen und neue Orte entdecken, dann abonnieren Sie jetzt unseren Kanal Weltwunderreise und lassen Sie uns gemeinsam die Schönheit Europas erleben. Und wenn Ihnen das Video gefällt, freuen wir uns natürlich über ein Like. Das hilft uns, noch mehr Wunder zu finden und zu teilen. Bleiben Sie also bis zum Schluss dabei, denn unser Platz 1 ist ein Ort, den viele nicht erwarten würden. Und vielleicht steht er schon bald auf Ihrer ganz persönlichen Bucketlist. Wer einmal wissen möchte, wie die Niederlande vor 300 Jahren aussahen, sollte nach Zaanse-Schans reisen. Nur wenige Kilometer nördlich von Amsterdam liegt dieses kleine Dorf und wirkt wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Hier drehen sich echte Windmühlen am Flussufer. Nicht als Kulisse, sondern funktionstüchtig. Manche mahlen Mehl, andere pressen Öl oder verarbeiten Farben. Dazwischen stehen historische Holzhäuser in sattem Grün mit weißen Fensterrahmen und spitzen Giebeln. In kleinen Werkstätten kann man zusehen, wie Holzschuhe geschnitzt werden, wie Käse reift oder wie Zinn gegossen wird. Und in den Gärten duftet es nach Kräutern, Seife und frisch gebackenem Brot. Zaanse-Schans ist wie ein lebendiges Museum, aber nicht langweilig. Im Gegenteil, es ist entspannt, charmant und voller kleiner Details, die man leicht übersehen könnte, wenn man zu schnell geht. Wer über die Holzstege spaziert, das Klappern der Mühlen hört und vielleicht sogar eine Bootsfahrt auf der Zaan macht, merkt schnell, hier ist Holland wie aus dem Bilderbuch. Natürlich ist Zaanse-Schans beliebt, vor allem bei Tagesausflüglern. Aber wer früh morgens kommt oder abends bleibt, wenn die Busse wieder weg sind, erlebt einen Ort voller Ruhe, Licht und Geschichte. Platz 10. Weil Zaanse-Schans zeigt, wie lebendig Vergangenheit sein kann. Und weil es manchmal gut tut, einfach stehen zu bleiben und den Wind drehen zu sehen. Willkommen im Süden und doch mitten in den Niederlanden. Maastricht fühlt sich anders an als der Rest des Landes. Weniger Windmühlen, mehr Weingläser, weniger Grachten, mehr Kopfsteinpflaster. Die Stadt liegt im Dreiländereck zwischen Belgien und Deutschland und genau so vielfältig ist auch ihr Charakter. Hier spricht man nicht nur Niederländisch, sondern auch Französisch, Deutsch, Englisch, oft sogar alles gleichzeitig. Maastricht ist eine der ältesten Städte des Landes. Die Römer bauten hier schon Brücken. Heute schlendert man durch enge Altstadtgassen, vorbei an gotischen Kirchen, kleinen Boutiquen und Straßencafés, die auch in Paris stehen könnten. Besonders schön. Der Vrijthof, der zentrale Platz mit Blick auf 2 große Kirchen und gesäumt von Restaurants, Terrassen und Live-Musik im Sommer. Oder das Ufer der Maas, wo man stundenlang spazieren, picknicken oder einfach nur aufs Wasser schauen kann. Die Stadt ist nicht groß, aber sie hat Stil. Alte Klöster wurden in Buchhandlungen, Hotels oder Designerläden verwandelt. Unterirdische Gänge erzählen von Belagerungen und Geheimnissen. Und wer gerne gut isst,
wird hier garantiert glücklich. Maastricht ist entspannt, weltoffen und selbstbewusst, aber nie laut. Platz 9. Weil Maastricht beweist, dass die Niederlande mehr sind als nur Nordsee und Grachten. Und weil es Orte gibt, die sich nicht erklären lassen, sondern erlebt werden wollen. Wer glaubt, dass es in den Niederlanden nur Felder und Kühe gibt, der war noch nie im Nationalpark de Hoge Veluwe. Mitten im Herzen des Landes liegt ein riesiges Naturgebiet aus Wäldern, Heide, Dünen und Wiesen. Kein Meer, weit und breit. Aber trotzdem fühlt man sich hier wie in einem offenen Naturkino. Was diesen Park besonders macht? Vielleicht, dass man ihn mit dem Fahrrad erkunden kann. Kostenlos auf einem der berühmten weißen Fahrräder, die überall bereitstehen. Leise rollen sie über weiche Wege, durch lichte Kiefernwälder, vorbei an Rehen, Wildschweinen und stillen Teichen. Oder vielleicht das Gefühl von Weite, denn hier ist Platz zum Atmen, zum Schauen, zum Stillsein. Und plötzlich, mitten im Grün, ein Kunstmuseum. Das Kröller-Müller-Museum beherbergt eine der bedeutendsten Van Gogh-Sammlungen Europas, mitten im Wald. Dazu ein riesiger Skulpturengarten, der fast schon surreal wirkt. Kunst und Natur verschmelzen hier zu einem Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst. Der Nationalpark ist zu jeder Jahreszeit schön. Golden im Herbst, still im Winter, blühend im Frühling, weit im Sommer. Platz 8, weil de Hoge Veluwe zeigt, wie vielseitig die niederländische Natur sein kann. Und weil es ein Ort ist, an dem man die Welt für ein paar Stunden vergisst, ohne weit weg zu sein. Manche Städte wirken wie Postkartenmotive, zu perfekt, um real zu sein. Delft ist genau so ein Ort. Und doch ist es kein Freilichtmuseum, sondern eine lebendige, junge und traditionsreiche Stadt zugleich. Die Grachten sind schmaler, die Brücken niedriger, die Häuser charmant schief. Und genau das macht Delft so besonders. Wer hier entlang spaziert, fühlt sich wie in einer kleinen Schwester von Amsterdam, nur ruhiger, heller und ein bisschen persönlicher. Delft ist berühmt für 2 Dinge: blau-weißes Porzellan und königliche Geschichte. Seit dem 17. Jahrhundert wird hier das berühmte Delfter Blau von Hand bemalt. Und wer möchte, kann in den Werkstätten zusehen oder sich ein echtes Stück Kunst mit nach Hause nehmen. Außerdem ist Delft der Ort, an dem der große Maler Johannes Vermeer lebte. Der Künstler hinter dem berühmten Bild Das Mädchen mit dem Perlenohrring. Seine Atmosphäre spürt man bis heute in den Gassen, im Licht, in der Stille der Stadt. Und dann ist da noch das königliche Mausoleum in der Nieuwe Kerk. Seit Jahrhunderten werden hier fast alle Mitglieder der niederländischen Königsfamilie beigesetzt. Ein Ort der Geschichte, aber auch der Würde. Trotz all dieser Tradition ist Delft keine Stadt der Vergangenheit. Dank der Technischen Universität ist sie jung, international und voller Ideen. Platz 7, weil Delft zeigt, wie elegant, ruhig und liebevoll eine Stadt sein kann. Und weil es Orte gibt, die nicht viel brauchen, außer Licht, Wasser und Zeit. Es gibt Orte, die klingen wie ein Märchen. Und wenn man dann dort ist, merkt man, sie sind echt. Giethoorn ist so ein Ort. Eine kleine Ortschaft in der Provinz Overijssel. Ohne Straßen, ohne Autos, ohne Lärm. Stattdessen Kanäle, Holzbrücken, Schilfdächer, Blumen und Boote. In Giethoorn bewegt man sich zu Fuß, mit dem Fahrrad oder, am schönsten, mit dem Flüsterboot. Leise gleitet man übers Wasser, vorbei an Gärten, in denen Hortensien blühen, an Fenstern mit Spitzengardinen und an Enten, die hier ganz selbstverständlich mitten auf dem Weg sitzen. Die Geschichte des Ortes reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück, als Torfstecher die ersten Kanäle anlegten. Heute
sind es genau diese Wasserwege, die Giethoorn einzigartig machen und zu einem der meist fotografierten Orte der Niederlande. Trotz seines Ruhms hat Giethoorn seine Ruhe bewahrt, vor allem frühmorgens oder in der Nebensaison. Dann hört man nichts außer Vogelgezwitscher, das Plätschern des Wassers und das leise Klacken der Paddel. Es gibt kleine Museen, Cafés direkt am Kanal, gemütliche Ferienhäuser, aber vor allem gibt es hier eins: Entschleunigung. Platz 6, weil Giethoorn zeigt, dass wahre Schönheit leise ist und weil es manchmal reicht, einfach nur übers Wasser zu treiben, um das Gefühl zu haben, angekommen zu sein. Willkommen in der Stadt, die nicht versucht, schön zu sein, sondern interessant. Rotterdam ist anders, radikal modern, kreativ, kantig und genau deshalb so faszinierend. Nach der fast vollständigen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg hat sich Rotterdam neu erfunden. Keine Altstadt, keine Grachtenromantik, dafür Architektur, die überrascht, provoziert und begeistert. Die berühmten Kubushäuser sind ein gutes Beispiel. Schräge, gelbe Wohnwürfel, die aussehen, als hätte jemand mit Bauklötzen gespielt. Oder der Markthal, eine riesige Halle mit einem gigantischen Deckengemälde und einer Mischung aus Wochenmarkt, Restaurantmeile und urbanem Wohnzimmer. Die Erasmusbrücke, das neue Hochhausviertel Kop van Zuid, Galerien, Concept Stores, Rooftop-Bars. Rotterdam fühlt sich international an. Fast ein bisschen wie New York, nur entspannter. Und doch gibt es auch ruhige Ecken. Den alten Hafen mit Segelbooten und Cafés, den Stadtpark mit seinen breiten Wegen oder das Szeneviertel Delfshaven, wo man plötzlich doch zwischen Backsteinhäusern und Kirchen steht, wie in einer anderen Zeit. Rotterdam ist jung, mutig und voll Energie. Eine Stadt für Entdecker, Designliebhaber, Nachtschwärmer und für alle, die das Ungewöhnliche suchen. Platz 5, weil Rotterdam beweist, dass Schönheit viele Formen hat. Und weil dieser Ort zeigt, was passiert, wenn man den Mut hat, neu anzufangen. Wenn man an die Niederlande denkt, denkt man an Tulpen. Und nirgends ist dieses Bild so lebendig wie im Keukenhof und der umliegenden Bollenstreek, der Blumenzwiebelregion. Einmal im Jahr, für etwa 8 Wochen im Frühling, verwandelt sich diese Gegend in ein einziges Farbenmeer. Millionen Tulpen, Narzissen, Hyazinthen und andere Frühlingsblumen blühen in perfekter Harmonie. Rot, Gelb, Violett, Orange, Rosa. Der Keukenhof, oft als schönster Frühlingspark der Welt bezeichnet, ist dabei das Herzstück. Auf über 30 Hektar kann man durch gestaltete Gärten spazieren, Blumenshows besuchen und immer wieder neue Perspektiven entdecken. Doch wer nur den Park besucht, verpasst das große Ganze. Die umliegenden Felder, die Bollenstreek, sind ebenso spektakulär. Endlose Reihen von Blüten, die sich über das flache Land ziehen, soweit das Auge reicht. Am besten erlebt man sie mit dem Fahrrad, gemächlich durch die Farben fahren, den Duft in der Luft, den Wind auf der Haut. Die Region lebt vom Rhythmus der Natur. Alles ist vergänglich. Und genau das macht es so besonders. Platz 4, weil der Keukenhof und die Bollenstreek zeigen, wie kraftvoll und friedlich Schönheit sein kann. Und weil man hier spürt, wie viel Freude ein einfaches Blütenblatt auslösen kann, wenn es Teil von etwas Größerem ist. Wenn Amsterdam der große Star ist, dann ist Utrecht die charmante Nebenrolle, die einem heimlich das Herz stiehlt. Weniger touristisch, weniger laut, aber dafür umso besonderer. Utrecht gehört zu den ältesten Städten der Niederlande. Und das spürt man. Enge Gassen, alte Backsteinhäuser, Kirchen, Türme und stille Höfe erzählen von Jahrhunderten Geschichte. Doch gleichzeitig ist die Stadt jung, lebendig, voller studierender und kreativer Energie. Das Wahrzeichen.
der Domturm, mit über 120 Metern der höchste Kirchturm des Landes. Wer die über 400 Stufen nach oben steigt, wird mit einem atemberaubenden Blick über die Altstadt belohnt. Und dann sind da die Grachten, doch anders als in Amsterdam verlaufen sie in 2 Ebenen. Oben die Straße, unten direkt am Wasser alte Lagerkeller, die heute zu Cafés, Ateliers und Restaurants umgebaut wurden. So sitzt man beim Kaffee fast mit den Füßen im Kanal. Utrecht hat eine besondere Ruhe, trotz seiner Größe. Man kann stundenlang durch die Altstadt schlendern, in Second-Hand-Läden stöbern, auf Märkten Käse probieren oder einfach nur dem Leben zusehen. Besonders schön der Odegracht bei Sonnenuntergang, wenn sich das Licht im Wasser spiegelt und die Stadt wie ein Gemälde wirkt. Platz 3, weil Utrecht beweist, dass wahre Schönheit nicht schreit. Sie flüstert. Und wer hinhört, entdeckt eine Stadt, die man nie wieder vergisst. Kaum eine europäische Stadt hat ein so klares Bild in unseren Köpfen wie Amsterdam. Fahrräder, Grachten, schmale Häuser mit Giebeln, Tulpen, Käse und vielleicht ein Hauch von Freiheit. Aber Amsterdam ist mehr als ein Postkartenmotiv. Viel mehr. Die Stadt ist ein lebendiges Labyrinth aus Wasser und Geschichte. Über 100 Kilometer Grachten durchziehen die Innenstadt. Über 1000 Brücken verbinden die Ufer. Und entlang dieser Wasseradern reihen sich Häuser wie auf einer Bühne. Schief, charmant, kunstvoll. Amsterdam ist alt und neu zugleich. Hier wurde Rembrandt geboren, hier lebte Anne Frank. Aber auch moderne Kunst, Mode, Design und Start-ups haben hier ihren Platz. Wer die Stadt erkunden will, lässt das Auto stehen. Alles geht zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Boot. So entdeckt man die kleinen Cafés in den neuen Straßen, die versteckten Innenhöfe, die uralten Buchhandlungen und die modernsten Museen Europas. Amsterdam ist liberal, kreativ, offen, aber auch still, wenn man es zulässt. Frühmorgens am Wasser, wenn die Stadt noch schläft. Oder spät am Abend, wenn die Lichter sich im Kanal spiegeln und alles wie gemalt wirkt. Platz 2, weil Amsterdam nicht nur schön ist, sondern Charakter hat. Und weil man hier spürt, dass Freiheit nicht laut sein muss. Manchmal reicht es, wenn sie auf 2 Rädern kommt und einfach durch die Stadt rollt. Ganz oben im Norden, dort wo das Festland endet und das Meer beginnt, liegen sie, die niederländischen Watteninseln. Namen wie Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland oder Schiermonnikoog, jede einzigartig, jede mit eigenem Charakter. Was sie verbindet? Das Gefühl, dass hier die Welt ein bisschen langsamer dreht. Kein Autolärm, kein Großstadttrubel. Nur Wind, Wellen, Sand, Vögel. Und die größte Gezeitenlandschaft der Welt, das Wattenmeer, UNESCO-Weltnaturerbe und ein Lebensraum voller Wunder. 2-mal täglich zieht sich das Meer zurück und gibt den Boden frei. Dann beginnt ein Schauspiel aus Licht und Stille. Man kann durchs Watt wandern, Muscheln sammeln, Seehunde beobachten. Es fühlt sich an, als würde man durch eine andere Dimension gehen. Die Inseln selbst sind wie kleine Universen. Endlose Sandstrände, Dünen, Kiefernwälder, malerische Dörfer mit Reetdächern, Leuchttürme, Radwege, die sich durch die Landschaft ziehen wie feine Linien. Auf Texel kann man Robben in freier Natur sehen. Auf Vlieland hört man nachts nur das Meer. Und auf Schiermonnikoog, der ruhigsten aller Inseln, gibt es mehr Vögel als Menschen. Hier kommt man nicht her, um viel zu erleben, sondern um sich wieder mit dem Wesentlichen zu verbinden. Mit der Natur, mit der Ruhe, mit sich selbst. Platz 1, weil die Watteninseln zeigen, dass wahre Schönheit nicht laut sein muss. Und dass manchmal genau dort, wo die Karte fast zu Ende ist, die wertvollsten Orte beginnen. 10 Orte, 10 Blickwinkel und vielleicht 10 neue Gründe, die Niederlande mit anderen Augen zu sehen.
ob stille Natur, moderne Städte oder charmante Dörfer. Dieses Land überrascht nicht mit Höhe, sondern mit Tiefe. Und wer bereit ist, genauer hinzusehen, wird Schönheiten entdecken, die man so schnell nicht vergisst. Welcher dieser Orte hat Sie am meisten fasziniert? Oder fehlt auf unserer Liste ein Geheimtipp, den wir unbedingt kennen sollten? Schreiben Sie es uns gerne in die Kommentare. Wir freuen uns auf Ihre Entdeckungen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, lassen Sie uns ein Like da. Und wenn Sie noch mehr wunderbare Orte auf der Welt mit uns entdecken möchten, abonnieren Sie Weltwunderreise und seien Sie beim nächsten Abenteuer wieder mit dabei. Denn manchmal beginnt eine große Reise mit einem kleinen Klick.